Hoch im kalten, rauen Skandinavien, wo harsche Winde und eisige Wellen seit Jahrhunderten die Küste formen, stellt man sich gerne eine Welt vor, in der der Winter noch Winter ist, wo die Sonne monatelang nur knapp über dem Horizont hängt, wo Mythen von Trollen die Runde machen und Landschaften unberührt wirken. Genau in dieser Welt verorten viele von uns automatisch eine Marke wie Arendal Sound. Hart, gnadenlos, nordisch. Aber die Wahrheit ist etwas anderes. Arendal liegt an der Südküste Norwegens, gar nicht so weit oben, wie man eigentlich denkt. Die Winter sind härter als bei uns, die Landschaft rauer, aber die Realität ist, hier sitzt ein junges Unternehmen, das mit sehr viel Herzblut versucht, Lautsprecher zu bauen, die mehr können als nur nordische Klischees bedienen. Genau so ein Lautsprecher steht jetzt neben mir, der Arendal 1723 Tower TRX. Ich hatte diese Lautsprecher schon lange auf dem Schirm. Jetzt stehen sie endlich hier und wir schauen uns an, ob sie wirklich der Giant Killer sind, von dem so viele sprechen. Die 1723 Tower TRX sind für mich gerade drei Dinge. Erstens brutal dynamische, pegelfeste Lautsprecher, die trotzdem fein zeichnen und auch bei leisen Pegeln funktionieren. Zweitens technisch extrem solide, mit HDF-Gehäuse, 4x8 Zoll Treibern, großem Waveguide und echter TRX Ultra Auslegung. Drittens preislich in einer Region, in der sie meiner Meinung nach mit Lautsprechern mithalten, die locker das zwei- bis dreifache kosten. Für die ganz Ungeduldigen könnte das Fazit also jetzt schon sein: Ja, das hier ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Für alle anderen, die wissen wollen, warum ich das jetzt so sehe, geht's jetzt in Ruhe der Reihe nach. Arendal Sound ist eine noch recht junge Marke, gegründet 2015, benannt nach der norwegischen Küstenstadt Arendal. Statt über den klassischen Fachhandel zu gehen, arbeiten sie als Direktversender, ähnlich wie Teufel, Nubert oder XTZ. Das spart Zwischenstationen und soll mehr Lautsprecher fürs Geld ermöglichen. Die Produktlinien sind nach Jahreszahlen aus der Geschichte der Stadt benannt. 1961 für den Einstieg, 1723 als lange Zeit Flaggschiff und seit 2024 die 1528-Serie als Ultra-High-End-Krone. Die 1723 Tower, die hier stehen, sind also nicht das Einstiegsmodell, sondern das, was man früher bei Arendal als Flaggschiff gesehen hat. Und genau deswegen sind sie für mich so spannend. Sie sitzen in diesem Sweet Spot zwischen noch einigermaßen bezahlbar und technisch schon ziemlich kompromisslos. Beim Auspacken war relativ schnell klar, das hier sind keine Lifestyle-Standsäulen. 50,6 Kilo pro Stück, knapp 1,20 Meter hoch mit Füßen, um die 40 Zentimeter tief, HDF statt MDF, also ein noch dichteres, steiferes und schwereres Gehäusematerial, das Resonanzen im Keim ersticken soll. Die Lackierung, in meinem Fall matt weiß, ist absolut sauber. Keine Kanten, keine Einschlüsse, keine sichtbaren Fehler. Das Terminal auf der Rückseite sitzt auf einer dicken Metallplatte. Die Anschlüsse sind massiv rodiniert. Es gibt Biamping-Optionen, stabile Brücken. Alles fühlt sich nach ernst gemeint an, nicht nach Beipackslösung. Spannend finde ich auch die Gehäuseform. In der Seitenansicht laufen die Lautsprecher nicht einfach im 90-Grad-Winkel nach oben, sondern sind leicht nach hinten geneigt. Das ist kein Design-Gag, sondern hilft dabei, die akustischen Zentren der Treiber besser in Richtung Hörplatz auszurichten. Zusammen mit dem großen Waveguide über dem Hochtöner sorgt das dafür, dass der Lautsprecher vorne optisch wie ein Werkzeug aussieht und sich akustisch auch so verhält. Technisch sprechen wir über ein 2,5-Wegesystem mit 4,8 Zoll Treibern und einem 28 mm Hochtöner im großen Waveguide. Die drei unteren Achtzöller kümmern sich hauptsächlich um den Bass und den Tief-Mitteltonbereich. Der obere Achtzöller arbeitet nach oben hin weiter und übernimmt zusammen mit den Hochtönern den kritischen Mitteln- und Hochtonbereich. Die Trennfrequenzen liegen bei 120 Hertz und 1500 Hertz. Die Sensitivität beträgt 92 Dezibel bei 2,83 Volt. Nominale Impedanz liegt bei 4 Ohm. Die empfohlene Verstärkerleistung ist bis 500 Watt pro Kanal. Dazu kommen drei rückseitige Ports, die ab Werk mit Schaumstoffplugs verschlossen sind. Damit kann man die Lautsprecher entweder als Bassreflexsystem oder Sealed fahren, je nach Raum, Aufstellung und Lust auf Tiefbass oder Präzision. Offiziell angegeben sind 37 Hertz bis 20 Kilohertz anechoisch mit einer typischen In-Room-Bass-Response bis zu 16 Hertz. In einem realen, akustisch behandelten Raum würde ich eher von nutzbaren 25 bis 30 Hertz ausgehen. Für Musik ist das mehr als genug, für Heimkino ist das eine hervorragende Basis.
Aufgestellt habe ich die 1723 Tower relativ klassisch. Gute Distanz zu den Seitenwänden, deutlicher Toe-In auf den Hörplatz, aber wenig Luft nach hinten, weil bei mir eine Akustikwand den rückwärtigen Schall schluckt. Zusätzlich stehen sie im nahezu perfekten 3x3x3 Meter Stereodreieck. Bei euch sollten die Lautsprecher etwas mehr Luft zum Atmen bekommen. Lasst ihn idealerweise 20 bis 30 Zentimeter Abstand nach hinten. Das ist oft leichter zu realisieren, wenn ihr sie einwinkelt, denn die Diagonale zur Wand zählt genauso. Arendal selbst empfiehlt eine Ausrichtung auf den Hörer. Und zusammen mit dem Waveguide funktioniert es in meinem Raum sehr gut. Eingemessen habe ich mit dem Eversolo DMPA6 und einem UMIC 1. Daraus ist ein Vierfilter entstanden, das auf eine weitgehend lineare Wiedergabe zielt. Mit einer leichten Bassanhebung, so wie ich das halt persönlich mag. Am AV-Receiver natürlich dasselbe, nur halt mit dem Setup des Receivers. Wichtig, ich habe die Lautsprecher auch ohne Einmessung gehört. Einfach, um zu prüfen, ob sie nur mit DSP funktionieren. Tun sie nicht. Die Einmessung macht das Ganze noch sauberer, gerade im Bass, aber die Grundcharakteristik ist schon sehr stimmig. Klanglich sind die 1723 Tower für mich vor allem eins: extrem komplett. Sie können brachial laut, sie können leise, sie können fein und sie können sehr, sehr dreckig im besten Sinne. Fangen wir mit Eminence God-Fearing Man an. Der Song beginnt relativ zurückhaltend, eine fragile Stimme, die Geige des Sängers, eine Atmosphäre, die sich Stück für Stück aufbaut. Und dann dieser Breakdown, der emotional körperlich einfach reinhauen soll. Über die Arendal 1723 Tower löst sich die Bühne sauber von den Lautsprechern. Die Stimme steht stabil im Raum, die Geige hat Textur und der Song explodiert. Bleibt der Bass aber kontrolliert, druckvoll und tief, ohne zu dröhnen oder zuzuschmieren. Genau solche Übergänge zeigen, ob ein Lautsprecher Dynamik versteht oder halt nur laut kann. Bei Knocked Loose Everything is Quiet Now geht es noch eine Spur härter zur Sache. Viele Komponenten machen daraus reinen Lärm, der einem die Ohren zerschneidet. Die Arendal schaffen es, die rohe Energie zu transportieren, ohne die Kontrolle zu verlieren. Gitarren und Drums bleiben differenziert, Vocals bleiben nachvollziehbar und trotzdem wird nichts weichgespült. Es bleibt dreckig und roh, aber auf eine Art, die man freiwillig länger hören möchte. Lorna Shore Glenwood ist ein Song, der mich in meiner letzten Zeit extrem begleitet hat. Emotional geht es um Reue, um Stolz, der im Weg steht und um die Frage, ob man zu spät dran ist, Dinge wieder gut zu machen. Musikalisch ist es dieses typische Lorna Shore Brett. Brutale Drums, Will Ramos in Vollauslastung, schiebende Riffs und orchestraler Bombast. Genau diese Wechsel zwischen ruhigen Passagen und massiven Ausbrüchen sind perfektes Futter für die 1723 Tower. Ich habe diesen Song genutzt, um die Lautsprecher auszurichten, bis die Bühne für mich perfekt gepasst hat. Und ehrlich, dieses Lied ist nicht ganz unschuldig daran, dass ich mich in diese Lautsprecher verliebt habe. Und ja, natürlich habe ich auch die typische Messemusik gehört. Diana Krall, Nils Lofgren, die üblichen audiophilen Verdächtigen. Das ist nicht meine Alltagsmusik, aber sie zeigt sehr schön, Stimmen stehen sauber und fokussiert im Raum. Die Bühne hat Tiefe, Instrumente sind klar voneinander getrennt. Und selbst bei sehr niedrigen Pegeln bleibt alles durchhörbar. Besonders wichtig, die Arendal klingen nie wie ein steriles Analysewerkzeug. Sie zeigen dir, was auf der Aufnahme passiert, ohne dich permanent mit „Guck mal, wie detailliert ich bin“ anzubrüllen. Gleichzeitig sind sie aber auch kein weichgespülter People-Pleaser, der alles in Watte packt. Sie sind ehrlich, aber nicht anstrengend. So gut die 1723 Tower alleine laufen, es gibt Szenarien, in denen ein Subwoofer trotzdem sinnvoll ist. In meinem Stereo-Setup laufen sie aktuell mit einem SVS SB5000. Im Sealed-Modus trenne ich etwa bei 60 bis 80 Hertz. Die Tower liefern Bühne, Punch und Körper. Der Sub kümmert sich um das letzte Fundament und eventuell Heimkino LFE. Im Mehrkanalbetrieb habe ich die 1723 Tower mit einem Arendal 1961 1V kombiniert. Auch da integrieren sie sich problemlos. Der Charakter bleibt konsistent, der Bass gewinnt nur noch an Autorität.
Was mir dabei sehr deutlich wurde, der Frontbereich schreit eigentlich nach einem passenden 1723 Center. Mein aktueller B&W Center fällt im Direktvergleich klar ab, gerade bei den Stimmen. Und da kommen wir langsam zu dem Punkt, wo ich sage, das hier soll nicht mein letzter Arendal-Test bleiben. Also, was bleibt unterm Strich? Für mich sind die Arendal 1723 Tower TX ein Lautsprecher, der in Preisregionen mitspielt, in denen andere locker fünfstellige Beträge verlangen. Sie sind extrem sauber verarbeitet, technisch durchdacht, brutal pegelfest und gleichzeitig musikalisch genug, dass ich mich mit Metal, Deathcore, aber auch leisen, feinen Sachen absolut wohlfühle. In einer HiFi-Welt, in der die Preisschraube immer weiter nach oben gedreht wird, brauche ich für meine Reviews einen Nullpunkt. Etwas, an dem ich mich orientieren kann, ohne gleich 10.000 € auszugeben. Und genau da landen diese Lautsprecher als bodenständige, ehrliche und absolut würdige Referenz. Ich habe kein Problem damit zu sagen, Stand heute sind die Arendal 1723 Tower der Lautsprecher, an dem sich vieles messen lassen muss, das hier in Zukunft auf HiFi Geek vorbeischaut. So, das war jetzt eine Menge Input. Wenn ihr bis hierhin noch drangeblieben seid, ey, danke. Als nächstes möchte ich mir unbedingt den 1723 Center ansehen und wenn alles gut läuft, noch ein komplettes Arendal Heimkino mit Surrounds testen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch als nächstes interessiert. Mehr Messungen vielleicht oder 'n direkter Vergleich mit anderen Lautsprechern? Den vollständigen schriftlichen Review mit allen Details, Specs, Playlists findet ihr unten verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.